Mob Psycho, dieser Anime sollte den meisten von euch sicherlich vom Begriff sein. Shigeo Kageyama, ein Junge mit gottgleichen psychischen Kräften, womit er so gut wie alles machen kann. Protagonisten in anderen Anime hätten eventuell mit solchen Kräften sich vermutlich besonders oder sehr auserwählt gefühlt. Eventuell hätten sie sogar gar götterähnliche Komplexe entwickelt und wären über die Zeit verdorben. Bei Mob ist dies aber nicht der Fall. Obwohl er göttergleiche Psy-Kräfte besitzt und sie auch perfekt kontrollieren kann, sah er sich im ganzen Verlauf der Serie nie als jemand wirklich Besonderen an. Er war nur Shigeo Kageyama, ein ganz normaler japanischer Schüler, der das Leben eines Jungen lebte. Im heutigen Video will ich näher auf den Charakter eingehen und ihn speziell mit Reigen vergleichen, was beide voneinander unterscheidet, aber was sie auch miteinander verbindet. Falls euch das Video gefallen sollte, lasst auch gerne ein Like oder ein Abo hier auf dem Kanal da, um mich auch in der Zukunft weiterhin zu unterstützen. Aber kommen wir mal zum Video. Mob Psycho ist ein Anime vom selben Mangaka, also in dem Fall Murata, welcher auch für ein weiteres Werk bekannt ist, welches ihr alle höchstwahrscheinlich kennen solltet, und zwar One Punch Man. Shigeo Kageyama, auch bekannt als Mob, weist viele Ähnlichkeiten zu Saitama aus One Punch Man auf. Beide besitzen gottgleiche Kräfte, wohingegen Saitama halt eher auf der physischen Ebene punktet Mob eher auf der geistigen Ebene. Und vom Character Design, also vom Gesicht her, ähneln sie sich einfach. Wenn du Mob einfach die Haare wegschneiden würdest, würdest du denken, das ist einfach Saitama. Aber wie dem auch sei, kommen wir mal vom One Punch Man weg, und weil das Video handelt ja von Mob Psycho, und kommen wir mal zu Mob als Person. Mob Psycho spielt, wie es halt der Titel einem schon sagt, über Mob als Person, der, wie zuvor erwähnt, göttergleiche Psy-Kräfte besitzt und halt aber trotzdem versucht, seinen normalen Alltag zu regeln. Er ist sehr schüchtern, komplett unsportlich und arbeitet neben der Schule unter Reigen als Geisterexorzist. Reigen bezeichnet sich selber auch als Geisterexorzisten, ist um den Dreh 25 bis 26 Jahre alt und führt sein Geschäft seit einigen Jahren. Obwohl die Serie auf den ersten Blick wirklich hässlich gezeichnet worden zu sein scheint, also das ist halt der erste Anblick, den halt gefühlt, glaube ich, jeder bei Mob Psycho hat, kann jeder, der Mob Psycho wirklich zu Ende geschaut hat, sagen, dass es visuell eines der schönsten Anime ist, sei es jetzt von seinen flüssigen Animationen bis hin halt zu seinen farbenfrohen Psy-Kräften, weil gefühlt jeder, der eine Psy-Kraft hat, halt so eine markante Farbe, würde ich jetzt mal sagen, die ihn halt ausmacht. Dieses Werk zeigt uns, auch wenn man mit unfassbarem Talent geboren worden zu sein scheint, löst dieses Talent nicht alle Probleme im Leben. Im Falle von Mob sehen wir, obwohl er halt diese Psy-Kräfte besitzt, hat er trotzdem halt Probleme und versucht beispielsweise in der Liebe seinem Crush zu imponieren, indem er halt dem Sportclub seiner Schule beitritt, um körperlich fitter zu werden, damit er halt beim kommenden Marathon unter die Top 10 kommt. Und klar, hätte Mob halt sich mit seinen Psy-Kräften sich an die Spitze cheaten können, jedoch tickt Mobs Mentalität halt nicht so. Er sieht es halt nicht als etwas Besonderes an, nur weil er diese Kräfte besitzt. Er versucht seine Ziele wie halt jeder andere zu erreichen. Anhand des Beispiels von Hanazawa konnten wir sehen, was halt aus Personen wird, wenn sie sich aufgrund ihrer Psy-Kräfte nach etwas Besonderem fühlen. Sie entwickeln Komplexe und sehen sich als etwas Besseres, was sie halt in dem Fall auch nicht sind. Neben Hanazawa mussten die Mitglieder der Kralle, die in den ersten beiden Staffeln die böse Organisation darstellten, dies auch spüren. Man kann also sagen, dass es Mobs Lebensmotto ist, Leute darauf hinzuweisen, yo Bro, nur weil du einen Löffel verbiegen kannst, bist du jetzt kein Gott und du musst dich jetzt nicht besser fühlen als alle anderen. Ein Charakter, der dies auch im Verlauf der Zeit lernen musste, ist halt Mobs Bruder Ritsu. Verglichen mit Mob ist Ritsu sportlich, er ist beliebt bei den Leuten und halt nicht so schüchtern wie sein Bruder Mob. Aber anstatt dass Mob in irgendeiner Weise eifersüchtig auf seinen Bruder Ritsu wird, bewundert er diesen und supportet ihn in jeglicher Art. Bei Ritsu war es halt auch der Fall, jedoch nicht von Anfang an. Anfänglich verspürte er gegenüber Mob große Eifersucht, er hatte auch in einer gewissen Weise Angst vor ihm, dass er halt irgendwann wieder so ausrastet und diese Psy-Kräfte verrückt spielen. Aber im Großen und Ganzen war das eher diese Eifersucht, weil halt sein Bruder so krasse Fähigkeiten besitzt, die er halt selber niemals besitzen konnte, obwohl sie beide Brüder sind. Als Ritsu aber im Verlauf der Geschichte jedoch wirklich seine eigenen Psy-Kräfte entwickelte, überstieg ihn halt seine Hochmut und seine Mentalität entwickelte sich halt zu dem, was halt beispielsweise Hanazawa zu Anfang hatte. Lustigerweise war Hanazawa auch der, welcher Ritsu auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hatte. Wie ihr vermutlich im Laufe des Videos gemerkt habt, ist Mob eine sehr aufrichtige Person, die wirklich niemandem etwas antun will, außer diese Person stellt eine Gefahr für ihn und andere dar. Also er setzt normalerweise seine Psy-Kräfte jetzt nicht gegen andere ein, außer wie halt erwähnt, stellen die halt eine Gefahr für ihn oder seine Mitmenschen dar, die ihm halt lieb sind. Und dann hat er halt auch diesen Prozentzähler, der halt immer weiter steigt, je wütender er wird, und wenn er erstmal 100% erreicht hat, boah Leute, dann ist irgendwann gar nicht mehr aufzuhalten, dann hat keiner eine Chance gegen ihn. Aber kommen wir mal erstmal zu Reigen. Reigen spielt in der Serie halt Mobs Lehrmeister und setzt ihm halt in jungen Jahren in den Kopf, dass er niemals seine Psy-Kräfte gegen andere Menschen verwenden soll.
Er ist eher so dieser Comedy-Charakter. Man kann eigentlich sagen, dass beide halt auch vom gegenseitigen Treffen voneinander profitieren. Reagan besaß überhaupt keine Psychkräfte und baute halt ein Unternehmen nur auf Lügen auf. Also er hatte mal so gesagt, ja, ich kann Geister exorzieren und bla bla bla, aber eigentlich konnte er das nicht. Deswegen war es eigentlich auch gut, dass er Mob getroffen hat, weil sonst wäre sein Geschäft nach den ganzen Lügen irgendwann zusammengebrochen. Reagan war halt kurz davor, sein Geschäft an den Nagel zu hängen und halt zu schließen und sich halt einen neuen Job zu suchen, wäre Mob an ihm jeden Tag nicht vorbeigekommen. Klar glaubte Reagan Mob zu Anfang nicht, dass er Psychkräfte besitzen würde, weil wer glaubt schon einem dahergelaufenen Kind. Aber als Mob ihm seine Kräfte zum ersten Mal demonstrierte, schöpfte er halt wieder Hoffnung und führte sein Geschäft mit Mobs Hilfe halt weiter. Dank Mob konnte Reagan sein Business halt weiterführen und dank Reagans Einfluss entwickelte Mob sich halt zu den Menschen, wie wir ihn halt heute kennen. Also wäre er eventuell jetzt nicht auf Reagan getroffen, hätte er eventuell auch diese göttergleiche, diesen Komplex da in dem Fall entwickelt und hätte gedacht, dass er besser wäre als alle anderen. Reagan, obwohl er wirklich keine speziellen Kräfte besaß, konnte er eine Vielzahl von Leuten um sich scharen und das ganz alleine wegen seinem Charisma. Er sieht sich halt genau wie Mob als nichts Besonderes an, auch wenn er sich aufgrund seiner Arbeit als jemand Besonderen ausgeben muss. Interessant zu beobachten ist auch, dass Reagan im Vergleich zu Rizzo in keinster Weise auf Mobs Fähigkeiten eifersüchtig ist und das im gesamten Verlauf der Serie. Obwohl er einmal halt Mobs Fähigkeiten im Staffelfinale von Staffel 1 für einen kurzen Zeitraum absorbiert hatte, erinnerte das halt nichts an seinem Mindset. Ich finde halt, dass Mob und Reagan sich gut ergänzen. Der eine hat gottgleiche Psychkräfte und könnte damit gefühlt alles machen und der andere besitzt dafür halt keine Psychkräfte. Dafür besitzt der andere wiederum Charisma, wohingegen der andere im Social Life bezogen halt eine komplette Niete ist. Und trotzdem besitzen die beiden halt das gleiche Mindset und zwar halt, dass die beiden halt nichts Besonderes sind. Nichtsdestotrotz besitzt Reagan keine komplett weiße Weste. Er benutzte Mob anfänglich für seine Geschäfte aus, um halt mehr Profit zu erwirtschaften und allgemein seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, warf ihm verletzende Worte entgegen, auch wenn er dies in meinen Augen unbewusst getan hatte, und als Reagan der Erfolg zu viel wurde, kam er halt zum Fall. Er wurde im Fernsehen als Hochstapler entlarvt, sein ganzes Business brach zusammen und keiner wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben. Machen diese ganzen Vorfälle Reagan aber jetzt zu einem Bösen? Nein, auf keinen Fall. Es sind halt alles unglückliche Ereignisse, die passiert sind. Schlussendlich hilft Mob Reagan sogar aus seiner Situation, indem er halt den Schleier bezüglich Reagans Psychkräfte aufrechterhält. Auf der Brücke fragt Reagan Mob dann, ob er halt weiß, was er halt wirklich ist, also in dem Fall ein Hochstapler. Die einzigen Worte, die Mob aber für seinen Lehrmeister bereit hat, sind, dass sein Lehrmeister eine herzensgute Person sei. Eine sehr emotionale Szene, die mich auch wirklich berührt hatte. Aber was will ich euch mit diesem Video eigentlich aussagen und insbesondere das Werk Mob Psycho euch halt aussagen möchte ist, dass egal wie speziell du auch sein magst, im Endeffekt bist du halt nur ein Mensch. Und wenn du etwas erreichen möchtest, musst du dafür arbeiten, dich reinhängen und niemals aufgeben. Egal wie groß die Rückschläge auf deiner Reise, dein Ziel zu erreichen auch sein mögen. Man kann es auch gerne so nennen, nicht das Ziel ist das Wichtige, sondern die Erfahrungen, die man auf dem Weg zu seinem Ziel mitnimmt. Diese Erfahrungen sind wichtig und notwendig dafür, damit wir als Menschen etwas über uns selber lernen und über uns selber hinauswachsen.